Wie viele gottgegebene Träume haben du und ich bereits unrealisiert gelassen, weil Angst uns in ein Gefängnis gesteckt hat, aus dem wir nicht mehr entkommen konnten? Lass mich noch eine Frage stellen. Wie viele Werke Gottes, auf die dein Name geschrieben steht und auf die mein Name geschrieben steht, sind unerfüllt geblieben, weil Angst uns lähmte? Denke über diese Fragen mal nach. Also hier ist die Realität. Wenn du so weitermachen wirst, wenn du weiterhin in Angst leben wirst, dann wird deine Familie, deine Freunde, deine Gemeinde und die Welt dein Unikat vermissen. Jetzt lass mich noch etwas theologischer und etwas deutlicher werden. Du und ich werden Gott seiner Herrlichkeit berauben, wenn wir in der Angst weiterleben. Und ich will kein Dieb der Herrlichkeit Gottes sein. Stell dir mal vor, du würdest auf deinem Sterbebett liegen. Um dein Bett herum stehen nun deine Träume, deine Ideen, deine Fähigkeiten und deine Talente, die du in deinem Leben hattest. Und aus welchem Grund auch immer hast du diese Träume nie verfolgt. Du hast diese Ideen nie umgesetzt. Du hast diese Talente nie genutzt. Und nun stehen sie an deinem Bett und schauen dich mit großen, wütenden Augen an und sagen, wir sind zu dir gekommen und nur du hättest uns Leben geben können und jetzt müssen wir für immer mit dir sterben. Die Frage ist, wenn du heute sterben würdest, was für Träume, welche Ideen, welche Führungspositionen, welche Bücher, welche Talente würden mit dir sterben? Miles Monroe, ein sehr guter Freund, den ich kürzlich verloren habe, sagte, der reichste Ort auf dem Planeten sei nicht im fernen Osten, wo es Öl im Boden gibt, auch nicht in Südafrika, wo es Diamantenminen gibt. Er sagte, der reichste Ort auf dem Planeten sei der Friedhof. Dort findet man nie verwirklichte Potenziale und dort findet man nie verfolgte Träume. Man muss feststellen, dass sich viele Menschen von Angst gefangen nehmen lassen und ein kleines und engstirniges Leben führen. Vielleicht fragte deshalb eine Frau in einem Moment der Angst, was ist, wenn man sein ganzes Leben lang nur gelebt hat, um am Ende festzustellen, dass man es falsch gelebt hat. Und derselbe Grund war es vielleicht, warum Henry David Thoreau sagte, dass manche erst den Punkt des Todes erreichen müssen, nur um zu erkennen, dass sie nie gelebt haben, nur um zu erkennen, dass sie noch nicht einmal die Oberfläche ihres Potenzials angekratzt haben. Bist du es leid, in Angst festzustecken? Gott möchte uns Mut machen, uns unseren Ängsten zu stellen. Ich bin als zwanghafter Stotterer aufgewachsen. Eine meiner größten Ängste im Leben war es, vor Menschen zu reden, denn wenn du stotterst, läuft es nicht besonders flüssig und die Leute lachen über dich. Ich wurde viel ausgelacht. Ich musste zu einer kleinen Sonderklasse gehen, für die Leute, die nicht wirklich gut reden konnten. Und die anderen Kinder wussten das und sie gingen an der Klasse vorbei und machten sich lustig. Hallo. Was machst du? Ich wollte nicht reden. Ich erinnere mich, dass ich in der 10. Klasse einen Französischkurs verließ, weil ich aufstehen und in eine mündliche Prüfung gehen musste. Ich habe die Klasse verlassen. Es war zu schmerzhaft. Ich wollte nicht ausgelacht werden. Der Lehrer war sehr barmherzig und ließ mich nach dem Unterricht kommen, als alle anderen weg waren, um meine Prüfung abzulegen. 1998 spielte ich das letzte Jahr als Profi-Footballer. Dann im Herbst 1999, ich war gerade ein frisch bekehrter Christ, wurde ich zu einer Jugendveranstaltung eingeladen. Es hieß, er ist ein ehemaliger NFL-Spieler, der Jesus liebt. Er soll ans Mikrofon und sprechen. Und ich rang wirklich mit Gott. Ich sagte Gott, warum soll ich sprechen? Ich bin ein zwanghafter Stotterer. Ich bin ein brandneuer Christ. Warum schickst du mich mit all den Erinnerungen? Alle machen sich über mich lustig. Und ich konnte mich schon sehen, wie ich auf der Bühne stehe, wie ich stottere und nicht weiß, was ich tun sollte und mich das wieder in Verlegenheit bringt. Und ich habe mit Gott gestritten. Gott, warum würdest du das tun? Warum solltest du mich schicken? Es gibt sicher jemanden, der viel besser als ich die richtigen Worte zusammenfassen kann. Warum schickst du mich? Ich hatte Angst. Ich erinnere mich, wie ich mit Gott gerungen habe und zu ihm betete. Und plötzlich geschah etwas. Es war keine hörbare Stimme, aber das Erste war Folgendes. Dervin, wenn ich meinen Sohn Jesus von den Toten auferwecken kann,
kann ich dann nicht auch deine Zunge zum Reden bewegen? Und Dervin, ich habe etwas in dich gelegt, eine Botschaft der Gnade, und ich möchte, dass du sie entfesselst, aber du musst mir vertrauen. Angst wurde ein Freund, weil sie mich zu meinem Vater drängte. Lass mich das noch einmal sagen. Die Angst wurde zu einem Freund, weil sie mich zu meinem Vater drängte. Und wenn der Feind an die Tür klopft, lasse ich Jesus antworten, weil er mich zu meinem Vater bringt. Wie steht es mit dir? Wohin drängt dich die Angst? Zur Flasche? Zu den Rezepten? Also ging ich runter, um zu predigen, und meine Notizkarten fielen mir aus der Tasche. Ich teilte meine Geschichte und am Ende kam ein Haufen Leute zu Jesus. Und es war, als sagte Gott zu mir: Siehst du, ich schaffe das. Was sind in deinem Leben die Momente, in denen die Angst plötzlich da ist und du gelähmt bist, weil du dich mehr von deiner Angst fürchtest, als dass du die Herrlichkeit Gottes liebst? Vielleicht ist es eine zerbrochene Ehe oder wenn du die Leute wissen lässt, dass du auch nur ein Mensch bist und es Risse und Brüche in deinem Leben gibt. Denn genau darum ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil er weiß, dass wir gebrochen sind. Wenn du heute verletzt bist, dann haben wir einen Retter, der sich danach sehnt und es liebt, verletzte Menschen mit seiner Gnade zu erreichen. Vielleicht ist es eine Sucht. Vielleicht sagt es dir deine Frau immer wieder: Weißt du, mein Schatz, ich denke, du hast ein Problem. Eine Flasche Wein jede Nacht ist ein Problem. Vielleicht leben einige von euch ihr Leben so dahin und fordern sich selbst nicht wirklich heraus, weil sie Angst davor haben, zu scheitern. Ich würde es lieber versuchen und scheitern, anstatt es niemals zu versuchen. Worauf wartest du? Das Morgige wird dir nicht versprochen. Für einige von euch hält Gott einige fantastische Dinge direkt im Nebel verborgen. Was ist, wenn ich meiner Angst vor dem Stottern erlaubt hätte, mich davon abzuhalten, im Herbst 1999 nach Columbia, South Carolina zu fahren? Wie viele Leben wären nicht verändert worden? Ich möchte, dass du das Gewicht von dieser Auswirkung spürst. Was legt Gott auf dein Herz? Was ist das für ein schönes Lied in seiner Symphonie, das du singen sollst und von dem nur du die ganz besondere Note hast? Vielleicht haben einige von euch Angst und manche denken sich vielleicht: Ja, was du sagst, ist gut. Das hat mich in Bewegung gebracht. Aber wenn ich dies oder jenes mache, dann muss ich viele Sachen aufgeben. Die Menschen haben bewiesen, dass sie viele Dinge erreichen können. Aber haben wir bewiesen, dass wir tatsächlich auch leben können? Vielleicht denkst du gerade: Weißt du, Pastor Dervin, ich fühle, was du sagst. Das tue ich wirklich. Aber wenn ich dies oder jenes hätte, dann könnte ich. Wenn ich dies oder jenes hätte, dann würde ich. Wenn ich dies oder jenes hätte, dann sollte ich. Lebe kein könnte, würde, sollte Leben. Du hast den Herrn. Du hast alles, was du gerade brauchst. In Jesus. Alles, was du gerade brauchst. In ihm. Ich weiß nicht, was deine Reise ist. Aber du hast ihn. Greife deine Angst an, indem du Christus vertraust. Das wird in unserem ganzen Leben sehr unterschiedlich und einzigartig aussehen, aber in Gottes Vorsehung. Gott möchte nicht, dass wir durch Ängste gelähmt werden. Er möchte, dass diese Angst uns dazu bewegt, in seiner Gegenwart einzudringen, damit er unsere Kämpfe führen kann, zu seiner Ehre. Heute wird der Herr dich erobern. Heute wird Gott meine Ehe heilen. Heute wird Gott den tiefsten und zerbrochenen Teil meines Lebens berühren. Heute wird der Herr es tun.